Hörst du die Schreie? Das ist Gino und sie kommen bei uns aus der Toilette. Nicht, dass Toilet Eater wieder bei uns zu Hause ist. Die Schreie haben aufgehört und es war zu 100% Gino von den K-Pop Demon Hunters. Wir müssen sofort nachschauen bei uns in der Toilette, nicht, dass da Toilet Eater wieder ist. Hier bei unserer Toilette ist aber nicht. Dann lass uns ganz schnell die Überwachungsaufnahmen anschauen und schauen, was mit Gino passiert ist. Ihr könnt es sehen, Gino war bei uns zu Hause und er wurde von Toilet Eater aufgegessen. Erst Gino und jetzt auch noch Rumi. Was passiert denn als nächstes? Wir müssen uns unbedingt die Aufnahmen jetzt mit euch angucken. Gino versucht sich gegen Toilet Eater zu wehren. Oh nein, jetzt tritt er auch noch auf die Toilette drauf. Wer gewinnt? Ich hoffe Gino, nein. Er wurde gegessen. Ihr könnt es sehen, Gino wurde live von Toilet Eater gegessen. Und das bei uns zu Hause in unserer eigenen Toilette. Dieses Video hier ist nichts für Kinder. Schaltet jetzt auf jeden Fall ab und lasst ein Like da. Aber was machen wir denn jetzt? Erst wurde Rumi gegessen und jetzt wurde auch noch Gino aufgegessen. Wir müssen Rumi anrufen, denn in unserem letzten Video wurde Rumi von Toilet Eater gegessen, aber sie konnte sich befreien. Vielleicht hat sie Tipps und dann kann sich Gino auch befreien. Hoffentlich geht Rumi auch ran. Wir müssen sie fragen, wie wir Gino retten können. Weil ihr eigener Freund wurde jetzt von Toilet Eater aufgegessen. Hallo Rumi, in unserem letzten Video wurdest du ja schon von Toilet Eater gegessen, aber jetzt wurde dein Freund Gino gegessen. Kannst du uns irgendwie Tipps geben, wie wir Gino retten können? Ihr müsst sofort die Drohne starten und von oben nach Gino suchen. Ich mache mich sofort auf den Weg und suche Gino am Boden. Sobald ich ihn gefunden habe, rufe ich euch an. Sie hat aufgelegt, Freunde, aber sehr gut. Rumi ist jetzt auf dem Weg und wird Gino retten. Sie weiß jetzt Bescheid, dass ihr Freund gegessen wurde und unterstützt uns. Toilet Eater ist mit Gino in die Kanalisation abgehauen und kann sich nur an 5 Orten verstecken. Toilet Eater kann mit Gino zum Schwimmbad gelaufen sein. Er kann sich aber auch am Flughafen verstecken und unser Flughafen ist sehr groß. Toilet Eater kann mit Gino aber auch zum Bauernhof oder zum Schrottplatz gelaufen sein. Das Allerschlimmste wäre aber, wenn Toilet Eater mit Gino ins Kino reingeht, weil da können wir nicht rein. Wir werden heute alle 5 Orte mit unserer Drohne überwachen, um Gino vor dem bösen Toilet Eater zu retten. Lasst jetzt alle ein Like da. Denn nur mit eurer Hilfe schaffen wir es, Gino vor dem bösen Toilet Eater zu retten. Und am besten ist, wenn ihr jetzt alle noch ein Abo dalässt. Abonnieren auf YouTube ist komplett kostenlos. Wenn du neu hier auf unserem Kanal bist, drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Aber wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Wir müssen ja unbedingt Gino vor dem bösen Toilet Eater retten. Aber bei welchem Ort sollen wir denn unsere Drohne starten? Wir fliegen jetzt direkt mit unserer Drohne zum Schwimmbad und starten die Drohne in 3, 2, 1. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und ihr seht es, hier ist das Schwimmbad. Das ist das größte Schwimmbad der Welt. Dieses Schwimmbad besteht aus 3 Pools und da müssen wir Gino finden. Und 2 Pools sind ganz, ganz groß und es gibt noch einen kleineren Pool. Ihr wisst ja, Rumi ist gerade auch auf dem Weg und versucht, Gino vor dem bösen Toilet Eater zu retten. Pass auf, du darfst aber mit der Drohne nicht ins Wasser fliegen. Okay, ich fliege jetzt mal auf die andere Seite zum zweiten Pool. Vielleicht finden wir da irgendwas. Der sieht aber richtig tief aus. Da geht's richtig tief runter ins Wasser. Wenn ihr jemanden seht, lasst es. Da ist Gino und Toilet Eater. Ihr seht es, der fährt da hoch und runter. Wie schnell ist der? Gino ist einfach in Toilet Eater drin. Der Kopf von Gino guckt aus Toilet Eater heraus. Gino wurde einfach aufgegessen. Die sind weggefahren. Wo sind die hingefahren? Wo ist Toilet Eater hin? Ihr habt's gesehen, der Toilet Eater hatte Räder und konnte rumfahren. Flieg einfach mal höher. Vielleicht haben wir von oben einen besseren Ausblick. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wir sind jetzt wieder ganz weit oben, aber ich sehe Toilet Eater nicht. Wo ist Toilet Eater mit Gino hin? Spult zurück, wenn ihr es nicht gesehen habt. Gino, sein Kopf hat aus der Toilette rausgeguckt. So gut kann man sich doch bei diesem Schwimmbad gar nicht verstecken. Da ist doch nur Wasser. Hey, soll ich da mal zu dieser Rutsche fliegen? In der Rutsche kann man sich doch gut verstecken. Ihr kennt doch alle coole Wasserrutschen bei Freibädern. Ich hoffe nicht, dass es Light Eater ist. Wir fliegen jetzt zusammen mit euch zu dieser Wasserrutsche und hoffentlich finden wir dort Gino und Toilet Eater. Und ihr lasst alle jetzt ein Like da, damit wir mit euch zusammen Gino retten können. Schau mal hier! Oh mein Gott! Das ist Gino! Ja, schau mal, in der Rutsche drin! Toilet Eater rutscht hier einfach die Rutsche runter! Und die Rutsche ist echt sehr, sehr lang. Wir schauen mal, dass wir mit der Drohne hinterher fliegen können. Ich flieg mal unten raus. Wo sind die? Wow! Hier ist keiner. Wo sind die hin? Die
sind einfach nicht mehr da. Ihr habt doch auch alle gerade gesehen, die Toilette war da genau in der Rutsche drin. Toilet Eater mit Gino ist gerade diese Wasserrutsche hier gerutscht. Und wo kommt sie raus? Sie kann doch nur unten rauskommen. Da fliege ich jetzt direkt mit euch hin. Guck mal, Freunde, vielleicht finden wir hier jemanden. Da ist das Ende der Rutsche und da müsste doch Toilet Eater mit Gino rauskommen. Ich sehe nur Wasser. Da ist leider nichts, Leute. Ihr könnt es erkennen. Hier ist nichts. Da ist überhaupt niemand mehr. Aber wie kann das überhaupt geschehen? Ich weiß es nicht. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir hier Toilet Eater und Gino gefunden haben. Warte mal, was ist denn da in der Mitte? Hey, guckt euch das mal an. Siehst du das? Da ist irgendwas genau in der Mitte dieses Kreises. Was könnte das sein? Sieht aus wie ein Stein. Leute, das ist doch nur ein Stein, oder? Ja, aber warum ist es genau da? Oh nein! Baby Sarja kämpft mit einem anderen Toilet Eater. Was macht denn Baby Sarja da? Nein! Ich kann gar nicht hingucken. Ihr könnt es sehen. Baby Sarja wird gerade von Toilet Eater gegessen. Ich könnte wirklich heulen. Baby Sarja wurde einfach aufgegessen von Toilet Eater. Wo ist der hin? Wo ist Toilet Eater hin? Ich weiß es nicht. Mein Herz ist gebrochen. Willst du mir sagen, dass hier Gino und Toilet Eater ist und weitere Toilet Eater? Warte mal, aber diese Toilette war ja leer, weil da ist jetzt Baby Sarja drin. Wir müssen noch mal das ganze Schwimmbad abfliegen. Ich habe ein ganz böses Gefühl. Ich habe auch ein richtig schlechtes Gefühl. Vermutlich verstecken sich hier ganz viele Toilet Eater. Deshalb ist das ganze Schwimmbad ja auch leer, obwohl es so groß ist, bei schönem Wetter. Das bedeutet, dieses Schwimmbad wird beherrscht von Toilet Eater. Deshalb traut sich auch kein einziger Mensch rein. Es war jetzt nur Gino da und der arme Baby Sarja. Aber Baby Sarja wurde aufgegessen. Das müssen wir verhindern. Was ist, wenn noch Zoe oder Mira aufgegessen werden? Am besten schaffen wir es. Nein, schau doch an. Das sind ja viele. Nicht eins, nicht zwei, nicht drei, Hunderte. Ich kann es ja gar nicht an einer Hand abzählen, Leute. Das war eine ganze Armee. Tausende. Ich bin hochgeflogen, ich bin abgehauen. Ihr könnt es sehen, Leute, das war mir viel zu viel. Weil so viele können auch einfach unsere Drohne essen und dann sind wir in der Toilette drin. Ich will irgendwie nicht mehr in dieses Freibad. Lass uns woanders hinfliegen. Vor allem, wo ist Gino hin? Wir haben doch Gino gar nicht mehr gesehen. Wir haben nur gesehen, wie Baby Sarja aufgegessen wurde. Dann lass uns doch mal bei der Karte gucken. Vielleicht finden wir an einem anderen Ort Gino wieder. Sehr gute Idee. Dann gehen wir jetzt zusammen mit euch zur Karte. Wir haben Gino und Toilet Eater gefunden, aber leider wurde Baby Sarja aufgegessen. Leider sind Toilet Eater und Gino abgehauen, aber wir wissen nicht wohin. Wir fliegen jetzt zum Kino, auch wenn wir dort nicht hinfliegen dürfen. Aber wir riskieren es für euch, deshalb lasst jetzt alle nochmal ein Like da. Nur mit deinem Like können wir Gino retten. Und wir starten jetzt sofort die Drohne und fliegen zum Kino. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Kino und da vorne könnt ihr es schon sehen. Hoffentlich ist da Gino und Toilet Eater, weil der ist ja vom Schwimmbad abgehauen. Wir versuchen es jetzt einfach mal hier. Wenn wir hier niemanden finden, fliegen wir direkt zum nächsten Ort. Aus diesem Grund schaltet nicht ab. Schaut mal, wie groß das Kino ist. Da ist ja gar niemand. Da ist überhaupt kein Mensch, wieder wie beim Schwimmbad. Bedeutet das etwa, hier sind wieder Toilet Eater, wenn kein Mensch da ist? Das kann ich wirklich nicht glauben. Die können doch nicht überall sein. Ihr haltet die Augen. Da ist Rumi. Und sie kämpft. Oh nein. Gegen Toilet Eater. Und dann rennt sie weg. Wohin rennt sie? Ich weiß es nicht. Ihr seht es. Was macht Rumi denn da? Sie hat uns doch am Anfang des Videos angerufen und gesagt, sie wird auch Gino suchen und retten. Und natürlich, und sie ist einfach zum Kino gegangen. Vielleicht sucht sie auch alle Orte ab und jetzt haben wir sie zufällig hier beim Kino getroffen. Aber Gino haben wir nicht getroffen, wir haben jetzt nur Rumi gesehen. Lasst jetzt ein Like da. Und abonniert diesen Kanal, denn abonnieren ist komplett kostenlos auf YouTube. Vor allem, wenn du jetzt ganz neu auf unserem Kanal bist und uns noch gar nicht kennst, abonnier uns einfach. Pass mal auf, du fliegst gerade vom Kino aufs Dach. Wow, oh nein! Auf dem Dach ist ein Toilet Eater. Was macht denn eine einzige Toilette oben auf dem Dach des Kinos? Der bewacht das Kino. Das Kino gehört auch dem Toilet Eater. Und schaut natürlich runter, ob nicht einer von den Sarja Boys da irgendwo ist. Wie ein Soldat salutiert der oben auf dem Dach. Und hier könnt ihr sehen, das ist der Haupteingang des Kinos. Wir fliegen weiter. Wir haben auf jeden Fall Rumi gefunden. Wir müssen jetzt noch Gino finden. Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass Rumi oder Gino, das Traumliebespaar von Toilet Eater, aufgegessen wird. Wir fliegen wieder zurück auf die Seite, wo wir Rumi gefunden haben. Vielleicht ist Rumi ja wieder zurückgekommen. Okay, wir fliegen jetzt einfach weiter. Ihr schaltet nicht ab. Nein! Das ist Abby! Nein, was passiert denn gerade mit Abby? Ihr kennt doch alle den super schönen, sexy Abby und er wird gegessen. Er hat versucht, sich zu retten, aber er hat es leider nicht geschafft. Abby wurde einfach von Toilet Eater aufgegessen. Wie Sarja, Baby Sarja. Ihr wisst ja, wie stark Abby ist. Wie habt's gesehen? Der Toilet Eater ist stärker. Abby ist zwar stark, hatte aber keine Chance gegen Toilet Eater. Was ist denn das Toilet Eater? Bisher wurde Baby Sarja gegessen, Abby wurde gegessen, Gino wurde gegessen, Rumi zum Glück noch nicht. Die wurden versucht zu essen, aber die haben sich beide befreit.
Hey, wir müssen auf jeden Fall auch noch gucken in diesem Video, wo Mira oder Zoe ist. Sollen wir mal auf der Karte nachschauen? Ja, natürlich, wir müssen alle retten. Ich kann es nicht glauben, wir haben Rumi gesehen und Abby wurde aufgegessen. Schau mal, Gino ist nicht mehr in Toilet Eater drin. Gino ist abgehauen und auch Rumi ist abgehauen. Wer ist das denn? Rumi ruft an. Geh sofort ran. Ich vermute, dass Gino sich aus dem Inneren des Toilet Eater befreien konnte, aber immer noch von ihnen gefangen gehalten wird. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er auf einem abgelegenen Bauernhof versteckt ist. Einem Ort, an dem die Toilet Eater selbst leben und ihn unbemerkt festhalten können. Zwischen Ställen, Feldern und versteckten Gebäuden können sie ihn bewachen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr müsst deshalb sofort die Drohne starten und das gesamte Gelände aus der Luft überwachen. Achtet auf Bewegungen, Lichter oder Wege, die nicht zum normalen Ablauf eines Bauernhofs passen. Während ihr von oben sucht, werde ich mich am Boden annähern und versuchen, Gino direkt zu finden. Ich kenne mein Baby Gino und weiß, wie er tickt, was er denkt und wie er fühlt. Wenn wir unsere Kräfte so bündeln, erhöhen wir die Chance, ihn rechtzeitig zu finden. Wenn ihr etwas Auffälliges entdeckt, informiert mich sofort, damit wir gemeinsam handeln können. Rumi hat aufgelegt. Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Ich kann es gar nicht glauben. Wir sollen sofort mit unserer Drohne zum Bauernhof fliegen. Sie wurde ebenfalls vom Toilet Eater beim Kino verfolgt und deswegen ist sie abgehauen. Und sie denkt, dass Gino beim Bauernhof ist. Wir nehmen sofort unsere Drohne und fliegen mit euch dahin. Ihr könnt es sehen, hier vorne ist der Bauernhof. Und da sind 1000 Gänse? Warum sind hier so viele Gänse? Es ist doch ganz normal, dass Tiere auf einem Bauernhof leben. Du hast komplett recht, Freunde. Schau mal die Gänse an. Was passiert mit denen? Die laufen alle ins Haus rein. Die laufen alle in eine Richtung, aber warum? Als wäre irgendein Toilet Eater hinter ihnen und hätte Angst. Schaut mal, die wollen alle wieder von draußen nach innen. Ah, die rennen. Schaut mal, die haben Angst. Wahrscheinlich ist der Toilet Eater hinter uns. Wahrscheinlich müssen wir jetzt kurz mit der Drohne da hinten hinfliegen. Vielleicht finden wir da Toilet Eater, die haben alle Angst. Ihr kennt es doch, Tiere spüren Angst als allererstes. Ja, natürlich. Überleg mal, da hinten ist ein Toilet Eater. Und hier ist eine Allee aus Bäumen. Da versteckt sich bestimmt ein Toilet Eater. Deshalb sind die Tiere alle abgehauen. Wir fliegen zusammen mit euch da jetzt hin und gucken, ob wir irgendjemanden entdecken. Zwei Toilet Eater. Nur 2 Stück. Ich glaube, die bewachen das Haus dahinter. So wie das Kino auch gedacht. Da war einer und jetzt sind sogar 2. Dieses Haus wird gerade von Toilet Eater bewacht. Du hast doch Rumi am Telefon gehört. Und da unten ist eine offene Tür. Wir müssen die Chance ergreifen. Wir müssen versuchen, da reinzufliegen. Rumi hat gesagt, sie geht davon aus, dass Gino genau dort ist. Ihr habt Rumi am Telefon gehört. Sie hat gesagt, er ist hier am Bauernhof. Er muss sich hier verstecken. Deswegen sind wir auch dahin geflogen. Und was passiert? Wir treffen direkt 2 Toilet Eater. Ich fliege jetzt direkt hier in dieses Haus rein. Da ist Gino. Er ist gefangen. Er ist aber nicht mehr in der Toilette drin. Das heißt, er konnte sich von dem Toilet Eater befreien, aber er ist jetzt gefangen. Er wird gefangen gehalten von den Toilet Eatern. Wir fliegen weiter. Wir müssen gucken, wo hier die Toilet Eater sich verstecken und befinden. Da ist Romans und er kämpft gegen Toilet Eater. Ihr seht es. Oh nein, er wird schon wieder gegessen. Haben wir jetzt auch noch Romans verloren? Wir haben Romans verloren, wir haben Abby verloren und Baby Saja verloren. Das gibt's doch nicht und Gino wird dort gefangen gehalten. Romans war da, um ihn zu befreien. Das heißt, das ist das Hauptquartier von allen Toilet Eatern, die Hauptzentrale. Wir haben aber bis jetzt erst 3 Toilet Eater getroffen. 3 Stück, das schafft Gino alleine. Ihr habt schon so viele Likes da gelassen, dass Gino sich von dem Toilet Eater befreien konnte, aber er ist immer noch gefangen. Zusammen schaffen wir es 100%ig, Gino und Rumi zu retten. Bitte lasst nochmal ein Like da. Pausiert dieses Video und drückt Liken. Aber wir schauen jetzt uns ganz genau dieses Haus an, weil dieses Haus sieht echt komisch aus. Es ist gruselig, verlassen. Hier liegt überall nur Müll herum. Natürlich, deshalb wohnen ja auch dort die Toilet Eater. Die fühlen sich dort wohl. Das macht Sinn, natürlich. Toilette ist schmutzig und das ist alles schmutzig hier. Das Problem ist, dass genau dort Gino gefangen gehalten wird. Okay, wir umfliegen einmal das Haus und dann versuchen wir Gino zu befreien. Wir versuchen mit unserer Drohne Gino aus dem Haus zu retten. Jetzt schauen wir noch mal an. Wir müssen aber aufpassen und genau schauen, wo jede einzelne Toilet Eater ist. Schau mal, da unten ist ein Tisch, als würden die Toiletten hier sich gemütlich einrichten. Oder waren vielleicht früher mal Menschen dort, die natürlich jetzt nicht mehr dort sind. Warum? Weil Toilet Eater jetzt da ist. Toilet Eater hat alle Menschen aufgegessen. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Gefängnis. Ein Gefängnis? Das sieht aus wie so ein Viereck, mehr nicht. Leute, wir fliegen mal näher. Ihr seht ja hier dieses Panzerglas. Das ist ein Gefängnis. Da ist ja überhaupt nichts drin. Schau mal, der Raum ist komplett leer. Ohne Möbel, ohne Stühle, einfach nichts. Lass uns jetzt mal Gino retten. Wir werden jetzt zusammen mit euch Gino retten. Wir vergessen jetzt einfach diese Zelle hier. Wo war der nochmal? Wo wurde er gefangen gehalten? Hier in diesem Haus. Ihr seht es, der Eingang
Eingang ist offen. Flieg noch mal rein und gib ihm mit der Drohne irgendein Zeichen, dass wir da sind und ihr auch. Wir fliegen mit euch rein, weil ihr dieses Video bis jetzt noch schaut. Bitte schaltet nicht ab. Lasst ein Like da für Gino. Er ist weg, er ist weg. Wo ist er? Denkst du, Gino konnte abhauen, weil ihr so viel Likes gegeben habt und unseren Kanal abonniert habt? Genau da war er doch noch vor einer Minute gefangen von den Toilet Eatern. Weil ihr da draußen uns abonniert habt, konnte er sich befreien. Lass uns mal auf der Karte nachschauen, wo sich Gino jetzt befindet. Auf zur Karte. Gino war da und konnte sich befreien. Aber Romance wurde vom Toilet Eater aufgegessen. Wir müssen Gino retten und er kann sich nur an 2 verschiedenen Orten aufhalten. Entweder hier oben beim großen Flughafen oder hier unten beim Schrottplatz. Wir fliegen mit euch direkt zum Schrottplatz, weil hier ein gelbes Warnschild ist. Wir sind jetzt hier beim Schrottplatz und wenn Gino hier nicht ist, fliegen wir direkt zum Flughafen. Ich kann nur hoffen, dass Gino und Toilet Eater hier beim Schrottplatz ist. Das ist eine Armee von Toilet Eatern. Ich habe Angst, schaut mal, wie viele das sind. Immer da, wo keine Menschen sind Toilet Eater. Wir fliegen weiter, wir sind hier auf jeden Fall wirklich. Hier muss sich Gino befinden. Vielleicht ist hier auch Abby, Baby Saja oder Romance. Vielleicht haben sich dort alle hierhin getroffen. Das wäre richtig gut, wenn die gegessen werden und hier alle auf dem Schrottplatz landen. Das wäre super. Dann können wir alle auf einmal befreien mit eurer Hilfe. Deshalb lasst jetzt alle mal ein Like da. Mira und Zoe verstecken sich hinter dem grünen Container. Das Versteck ist aber auch sehr, sehr gut. Aber was macht denn Mira und Zoe auf dem Schrottplatz? Die wollen wahrscheinlich auch Gino retten. Ja, natürlich. Die haben gehört, dass Gino dort ist und da ganz viele Toilet Eater sind. Wir wissen jetzt, alle K-Pop Demon Hunters, Rumi, Mira und Zoe suchen nach Gino. Dann muss Gino dort sein. Ich bin mir ganz sicher, ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich habe auch ein sehr gutes Gefühl. Schaltet nicht ab, schaut das Video bis zum Ende. Wir fliegen vielleicht doch zum Flughafen. Und Leute, schaut mal, wie cool ist das denn? Cameron und Flexi Handyhüllen. Diese Handyhüllen sind auf jeden Fall kein Schrott. Diese Handyhüllen beschützen dein Handy vor jedem Toilet Eater. Und diese Handyhüllen gibt's für jedes Modell. Klickt dazu einfach jetzt unten unter das Video auf das Handyhülle. Genau, unter dem Video findet ihr den Button. Einfach draufklicken und bestellen. Gibt's für jedes Modell. Wir fliegen weiter, wir müssen Gino finden. Ich habe ein gutes Gefühl, wir werden Gino jetzt hier finden und retten. Gino, er kämpft. Er kämpft gegen die Toilette. Du hattest recht. Er gewinnt. Er gewinnt, Leute. Schaut mal, Leute. Gino gewinnt gegen eine Toilet Eater. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Gino ist stärker und er rennt weg. Er ist weggerannt. Ja, natürlich. Er hat eine Toilette besiegt. Richtig gut gemacht, Gino. Wenn der Gino hier ist und sich versteckt, dann braucht er unsere Hilfe. Du weißt warum. Es gibt ja nicht nur eine Toilette da. Da sind ganz, ganz viele Toilet Eater. Lass uns da direkt hingehen und ihr kommt mit.